Hallo liebe Freunde, vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Ich begrüße euch aus Irkutsk. In der letzten Woche bin ich nach Sludjanka gefahren, das war am 17. Juli. In diesem Video könnt ihr sehen, wie ich mit dem Bus unterwegs bin, vom Kultuk-Pass hinunterfahre und in das Dorf Kultuk einfahre. Das ist ein sehr kleines Dorf im Süden des Baikalsees. Leider ist es ein sehr armes Dorf. Es gibt dort so gut wie keine Arbeit, aber Kultuk ist bekannt für seinen Fischmarkt, auf dem der berühmte Omul-Fisch verkauft wird. Viele Touristen halten an diesem Markt, um diesen Fisch zu kaufen. Der Omul lebt nämlich ausschließlich im Baikalsee. Entlang der Straße stehen alte und verlassene Häuser, denn das Leben an der Bundesstraße ist sehr anstrengend. Hier fahren ständig viele Autos vorbei, besonders Lastwagen. Diese Straße verbindet den Osten und den Westen Russlands. Man kann das Dorf Kultuk und die Stadt Sludjanka nicht umfahren, denn ringsherum liegen Berge. Außerdem ist der Baikalsee an dieser Stelle besonders kalt. Deshalb ziehen nur wenige Menschen hierher, obwohl ich die Lage des Dorfes sehr interessant finde. Denn gerade hier im Dorf Kultuk beginnt die historische Rund-Baikal-Eisenbahn. Im Sommer ist sie bei Touristen sehr beliebt. Von hier aus kann man entlang der Bahnstrecke am Ufer spazieren und die schönen Tunnel bewundern. Vielen Dank, dass ihr meine Videos regelmäßig schaut. Jetzt möchte ich euch noch ein paar Nachrichten und Ereignisse aus dem russischen Alltag erzählen. Wenn ihr euch für das tägliche Leben in Russland interessiert, bleibt bitte dran. Los geht's! Migranten in Russland. Was ist neu? Die russische Staatsduma hat ein neues Gesetz verabschiedet. Bestimmte ausländische Fachkräfte, die im Rahmen einer Quote arbeiten, müssen künftig keinen Sprach- und Geschichtstest mehr ablegen. Aber aufgepasst, das gilt nur für qualifizierte Spezialisten. Fahrer, Verkäufer und medizinisches Personal müssen weiterhin ihre Russischkenntnisse nachweisen. Duma-Vorsitzender Vyacheslav Volodin betonte, die Regierung hat auf den Appell des Parlaments gehört. Und noch eine Änderung. Migranten haben jetzt mehr Zeit, statt 30 nun 90 Tage, um das Sprachzertifikat vorzulegen. In der Begründung heißt es, dies sei notwendig, um eine sanftere und schrittweise sprachliche Integration zu ermöglichen. Wer darf nicht mehr nach Russland einreisen und warum? An Russlands Grenzen wird strenger kontrolliert, besonders bei Einreisenden aus Zentralasien. Der Grund? Abonnements in sozialen Netzwerken. Wer auf seinem Smartphone pro-ukrainische Inhalte oder Kanäle extremistischer Gruppen hat, wird abgewiesen. Auch gelöschte Chats oder Versuche, Nachrichten vor der Passkontrolle zu entfernen, können zum Einreiseverbot führen. Laut Medienberichten gab es bereits über 20 Gerichtsverfahren, meist betroffen Staatsbürger aus Usbekistan und Tadschikistan. Experten sagen, diese Überprüfungen sind derzeit noch selektiv, sollten aber systematisch durchgeführt werden. Besonders auffällig, wenn ein Smartphone zu sauber ist, also keine Spuren von Kommunikation aufweist. Das wird schnell verdächtig. Nach dem Anschlag in der Konzerthalle Crocus City Hall im März letzten Jahres hat Russland seine Migrationspolitik deutlich verschärft. Die Duma verabschiedete zahlreiche neue Gesetze, unter anderem zur Begrenzung der SIM-Karten für Migranten, zur Erfassung biometrischer Daten und zur Einführung eines Registers unerwünschter Personen. Außerdem wurde im Innenministerium eine neue Abteilung eingerichtet, der Dienst für Fragen der Staatsbürgerschaft und Registrierung von Ausländern. Die Kontrolle wird strenger und das dürfte erst der Anfang sein. Der digitale Rubel, bald in jedem Geschäft. Russlands Präsident Wladimir Putin hat ein Gesetz unterzeichnet, das den flächendeckenden Einsatz des digitalen Rubels und eines einheitlichen QR-Codes im Handel einleitet. Ja, es wird ernst. Und das betrifft uns alle.
Ab dem 1. September 2026 müssen große Einzelhändler mit einem Jahresumsatz von über 120 Millionen Rubel und Konten bei systemrelevanten Banken die Zahlung mit digitalem Rubel ermöglichen. Ein Jahr später, ab dem 1. September 2027, trifft diese Pflicht auch Händler mit einem Umsatz ab 30 Millionen Rubel. Und ab 2028 dann müssen alle Verkäufer in Russland diese Zahlungsmethode akzeptieren, ohne Ausnahme. Russen und ihre Datscha, eine echte Sommerliebe. In Russland wurde eine Umfrage unter 1500 Menschen durchgeführt, mit einer spannenden Frage. Was bedeutet die Datscha für euch? Ergebnis? Jeder dritte Russe besucht im Sommer regelmäßig seine Datscha. Jeder vierte verbringt dort fast jedes Wochenende und 16% wohnen den ganzen Sommer über draußen auf dem Land. Was machen die Menschen dort? Mehr als die Hälfte sagt ganz klar: entspannen, grillen, Schaschlik, Picknicks und einfach Natur genießen. Fast genauso viele schätzen die Ruhe und die grüne Umgebung. 40% kümmern sich um Gemüsebeete und Gewächshäuser. 31% gehen baden, im Fluss oder Pool. 29% lieben die Sauna und 21% widmen sich Gartenpflege und Landschaftsgestaltung. Spannend, für 36% gehört die Ernte einfach zum Sommerglück dazu. Nur 16% sagen, dass sie den Garten ganz in Ruhe lassen. Für viele ist die Datscha nicht nur ein Rückzugsort, sondern auch ein Platz für Familie, Kreativität, Feiern und sogar Homeoffice unter freiem Himmel. Die Datscha ist längst mehr als ein Gemüsegarten, sie ist ein Lebensgefühl. Belarussische Staatsbürger dürfen jetzt in Russland wählen. Es ist offiziell. Wladimir Putin hat ein Gesetz unterzeichnet, das in Russland lebenden Belarussen erlaubt, an Kommunalwahlen teilzunehmen, und zwar nicht nur als Wähler, sondern auch als Kandidaten. Das entsprechende Dokument wurde bereits auf dem offiziellen Portal für Rechtsinformationen veröffentlicht und ändert das Abkommen zwischen Russland und Belarus über gleiche Bürgerrechte. Das Protokoll dazu wurde schon im März 2025 in Moskau unterzeichnet. Jetzt ist es vollständig ratifiziert. Belarussen, die dauerhaft in Russland leben, dürfen nun bei lokalen Wahlen abstimmen und sich selbst zur Wahl stellen. Ein wichtiger Schritt für mehr Nähe und Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern. Duma-Sprecher Vyacheslav Volodin betonte, diese Initiative stärkt das Unionsstaatprojekt und dient den Interessen der Menschen. Die Union wird damit nicht nur politisch, sondern auch ganz konkret im Alltag spürbar. Kritik an Migranten. Der Vorsitzende der russischen Staatsduma, Vyacheslav Volodin, hat scharfe Kritik an Migranten geäußert, die, so seine Worte, nur wegen sozialer Leistungen nach Russland kommen, aber Gesetze missachten. In seiner Rede im Plenum sagte er: Russland braucht keine neuen Bürger, die nur nehmen wollen. Wer hier lebt, muss Gesetze achten, die Sprache lernen und unsere Kultur und Religion respektieren. Außerdem stellte er klar, wer die russische Staatsbürgerschaft erhält, soll auch bereit sein, das Land zu verteidigen. Laut Volodin hat die Duma allein im Jahr 2024 bereits 21 Gesetze zur Migrationspolitik verabschiedet. Der Kurs ist klar: Ordnung, Verantwortung, Respekt. Und an alle, die nur Ansprüche stellen wollen, ohne sich zu integrieren: solche neuen Bürger brauchen wir nicht. Die transafghanische Eisenbahn. Ein lange vergessenes Projekt ist zurück auf der politischen Bühne, die transafghanische Eisenbahnlinie, und sie könnte das wirtschaftliche Gefüge einer ganzen Region verändern. Am 18. Juli unterzeichneten die Außenminister von Usbekistan, Afghanistan und Pakistan in Kabul ein Abkommen zur Entwicklung einer Machbarkeitsstudie. Das Ziel: eine Bahnlinie von Usbekistan nach Pakistan, quer durch Afghanistan. Was hat Russland damit zu tun?
Diese Strecke könnte ein direkter Handelsweg für Waren aus Russland und Belarus zu den Häfen am Indischen Ozean werden, schnell über Land ohne Umwege über sanktionierte Seewege. Die Idee ist nicht neu, bereits in den 2000er Jahren wurde darüber gesprochen. Doch die instabile Lage in Afghanistan machte alles unmöglich. Jetzt, nach dem Machtwechsel und dem Ende der Kämpfe, wird das Projekt konkret. Laut Berechnungen soll der Transport von Belarus nach Pakistan nur 20 Tage dauern. Das ist 3-mal schneller als mit Schiff. Experten sagen, wenn das klappt, erhält Russland nicht nur einen strategischen Korridor, sondern auch eine neue wirtschaftliche Lebensader, abseits klassischer Routen und geopolitischer Engstellen. Also, liebe Freunde, danke für das Einschalten. Danke, dass ihr die Zeit gefunden habt, dieses Video bis zum Ende anzuschauen. Ich hoffe, die Nachrichten waren euch interessant. Ich wünsche euch alles Gute im Alltag und viel Erfolg bei der Arbeit. Wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.